Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Am 11. August 1964 erschien mit Uhu Dai Kaiju Dogora der zweite Kaiju-Film des Jahres in den japanischen Kinos. Ein etwas ungewöhnlicher Film. Das liegt nicht nur an der ungewöhnlichen Story, sondern auch am Kaiju Dogora selbst. Das soll aber nicht heißen, dass Dogora kein tolles Kaiju ist, im Gegenteil. Die Animation von ihm ist für damalige Möglichkeiten richtig gut gelungen. Der Plot jedoch spaltet die Fangemeinschaft. Für die Geschichte war erneut Yujiro Okami verantwortlich. Dieser war vom Weltall und der Raumfahrt fasziniert. Er arbeitete bereits mit Regisseur Ishiro Honda an Weltraumbestien, Krieg im Weltenraum und Gorath zusammen. Bei den Dreharbeiten zu Gorath hatte Okami bereits die Idee für diesen Film. Autor Shinichi Sekizawa griff die Idee auf und wollte Okamis Idee in die Tat umsetzen. Doch dies kam erst einmal nicht zustande. Das Kaiju hatte auch keinen Namen und der erste Entwurf hieß einfach nur Space Mons. Möglicherweise, weil die sogenannte Weltraumtrilogie von Ishiro Honda zwar handwerklich hervorragende Filme sind, aber an den Kinokassen nicht das gewünschte Einspielergebnis hatten. In diesem ersten Entwurf sollte auch Dogora letztlich von einer Waffe besiegt werden, die Ähnlichkeit mit den Markalite Cannons aus Weltraumbestien hat. Später wurden diese so umfunktioniert, dass die Türme keine Strahlen abfeuern, sondern eine Aerosole mit Wespengift abgeben. Drehbuchautor Shinichi Sekizawa nahm die Ideen von Okami auf, änderte aber deutlich bestimmte Aspekte des Originalentwurfs. Nach Okamis Vorstellungen war der Film sehr futuristisch angehaucht, ähnlich wie Krieg im Weltenraum und Gorath. Ich persönlich hätte es begrüßt, den ursprünglichen Entwurf umgesetzt zu sehen. Mit dieser Geschichte hat er ein titelgebendes Kaiju konzipiert, was es so noch gar nicht gab. Dogora ist kein riesiges Lebewesen wie Godzilla, Rodan oder Mothra und auch kein Mecha wie Mogera. Es ist eine mutierte Zelle, die in der Erdatmosphäre lebte und von radioaktivem Staub kontaminiert wurde. Das Design des Kaiju wurde von Shigeru Komatsuzaki entworfen. Dieser talentierte Künstler war bereits für viele Entwürfe in Kaiju- und Tokusatsu-Produktionen verantwortlich. Kaitsu Murase, einer von Toos begnadetsten Bildhauern, kam auf die Idee, Dogora durch sehr weiches Vinyl zu animieren. Murase verstarb vor nicht allzu langer Zeit, am 14. Oktober 2024, und wird ein separates Video bekommen. Er war auch derjenige, der das Kaiju nicht wie sonst üblich mit Klavierdraht animieren wollte, sondern mit einer Angelschnur. Effektmeister Eiji Tsuburaya war begeistert von dieser Idee. Zuletzt kreierte Kanji Yagi, dem zusammen mit seinem Bruder auch ein Video gewidmet werden wird, eine Tonfigur von Dogora. Als die Dreharbeiten begannen, wurde das Modell in das Aquarium gelegt und mit einem Luftventil von unten durch Pusten bewegt. Laut Tsuburayas Assistent Teruyoshi Nakano war das Wasser an dem Drehtag nicht ganz sauber. Die Trickaufnahmen mit Dogora waren nicht ganz transparent, so wie man sich das vorstellte, und von daher sieht man seine ganze Form nur einmal im Film. Dogoras Form ist zu Anfang sehr unförmig, ja schon fast durchsichtig. Durch die vermehrte Aufnahme von Kohlenstoff mutierte es schließlich zu einem quallenartigen Wesen. Akira Ifukube komponierte für das Kaiju wieder die Musik. Diesmal ein eher unscheinbarer Soundtrack, doch mit dem Militärmarsch erschuf er wieder einen ordentlichen Ohrwurm. Dieser sollte auch in dem Film Shin Godzilla von 2016 wiederverwendet werden, doch die entsprechende Szene wurde herausgeschnitten. In Japan waren zu dem Zeitpunkt nicht nur die Kaiju- und Tokusatsu-Filme erfolgreich, sondern auch die Gangsterfilme. Das hat man nun bei Dogora kombiniert und heraus kam diese ungewöhnliche Geschichte. Ein kleiner Funfact nebenbei: In einer kurzen Einstellung sieht man die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit mit einem Artikel über Dogora, sogar auf Deutsch. In der Hauptrolle sehen wir zum ersten Mal Yusuke Natsuki, er spielt den Kriminalbeamten Komai, sowie Robert Dunham, der einen draufgängerischen Mark Jackson verkörpert. Ebenfalls sehen wir Yoko Fujiyama, Hiroshi Koizumi, Akiko Wakabayashi und Nobuo Nakamura. Jun Tazaki verkörpert erneut eine Autorität und spielt den Chef der Polizei. Yoshibumi Tajima und Hideo Yamamoto mimen einige der Gangster. Dogora hatte am 11. August 1964 in Japan seine Uraufführung. In Deutschland erschien der Film unter dem absolut irren Titel X3000 – Phantome gegen Gangster. Leider kenne ich nicht die deutsche Fassung. Ich kann also nicht sagen, wo das X3000 herkommt.
Aber als Phantome ist wohl Dogora gemeint und die Gangster sind, naja, die Gangster eben. Zu der deutschen DVD-Veröffentlichung zu Godzilla Attack All Monsters sind die originalen deutschen Aushangfotos von X3000 als Bonus mit dabei. Bislang gilt die deutsche Fassung als verschollen und eine Auswertung auf DVD oder Blu-ray steht noch aus. Hoffen wir, dass Anolis Entertainment es schafft, diesen Film in ihre hervorragende Reihe der Kaiju Classics aufzunehmen. Lohnenswert wäre es auf jeden Fall. Das Kaiju Dogora kann sich noch heute an Popularität erfreuen und tritt in Serien, Videospielen und Comics auf. Mit Uro Dai Kaiju Dogora erschuf Regisseur Shiro Honda einen ungewöhnlichen Film des Genres. Wie Gorath und U-2000 kann man Dogora nicht als reinen Kaiju-Film bezeichnen, dazu ist der Teil der Gangster zu dominant. Doch der Film macht durchaus Freude, wenn man sich darauf einlassen kann. Der Gangster-Teil passt zu dem Edelstein fressenden Dogora. Mit diesem Kaiju trat zum ersten Mal ein Wesen auf, welches nicht irdischen Ursprungs ist. Es sind zwar Kleinstlebewesen gewesen, die in der Erdatmosphäre lebten und zu Dogora wurden, aber erst im nächsten Film taucht ein echtes Kaiju aus den Tiefen des Weltalls auf. Doch das sehen wir uns beim nächsten Mal an. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.